Yes. Von der an will wir unsere Attention mal ein bisschen handrehen, was von der Zeit leben und was von der Zeit hat das Volk Israel gelebt und was haben wir davon lernen. Wir, glaube ich, sind alle so eine Menschen, die manchmal in verschiedene Schwierigkeiten geraten, aber nicht Schwierigkeiten, dann in Versicherungen, oder in Dinge, wo wir näher kommen, die uns nicht so angenehm sind. Und an dort weit wir aber alle erfahren, dass Gott uns auch an der steht, bestehen hat, und der uns da halten hat, und der uns segnen hat, und das ist eine Freude. Ich habe mal gesagt, zu some Menschen, die kommen in Dulden mit, wo schwer an das denken, wo viel Opposition sie haben, und habe mal gesagt, dass ich freue mich, für dass sie diese schwere Zeit durchgehen. Das ist manchmal nicht so einfach getan, als gesagt. Aber ich weiß, in der schwersten Zeit, was ich gehört habe in meinem Leben, habe ich das dollste Gott gesagt. Da habe ich das dollste gefragt, Gott, wo bist du? Was soll ich tun? Was ist das rechte Ding zu tun? Und so, wenn wir in der Zeit angeraten, ist nicht, was Gott von uns Fleisch, aber gewöhnlich ist Gott sein Plan dahinter, dass uns will segnen. Wir sind vielleicht nicht unbedingt bereit, den Segen anzunehmen, so als wir sind. So er muss something auf uns kommen lassen, dass wir bereit waren, den Segen, was er uns geben will, zu nehmen. Und so von der an, wenn wir hier nennen, ich will das versuchen, in drei verschiedene Topics fertigbringen. Und das erste ist, God does not take the struggles away, but gives what we need to carry it. Gott nimmt das nicht wahr. Aber er gibt das, was er braucht, um das wieder drehen zu können. Wir wurden angegriffen von unseren Gegnern, von unseren Feinden, die nicht gleichen, wenn du eine glückliche Person sind. Wenn es weitet, wenn du als eine glückliche Person wollen leben, da waren Menschen angetroffen, und das ist, was der Teufel nicht will, dass du sei. Und so er versucht, abzustellen, dass du waren, versucht worden oder angegriffen worden. Und wenn wir dort uns so nennen lassen, in die Dinge, wo wir in Deutschland sind, sind, wir sind bestimmt alle in verschiedene Lehrbeinen und haben verschiedene Dinge, die uns schwer sind. Aber ein Ding, weil wir klar haben, dass dort ist Gott seine Leben, wenn wir an ihm leben, du ist Gott sein Weichbein, um uns nur eine Antrag. Wenn wir Peter seine Briefe lesen, und Paulus seine, das soll wie immer wahr, dass wir sind auch Frau und Lieden. Die Lieden, die bringen uns nur an Gott. Soms wird Peter noch viel. Paulus braucht das. So, wenn wir Lieden machen, das ist nicht unbedingt, dann führt es alle ut mit uns. Das ist nicht unbedingt, dass das führt alle Schlag ist. Das ist something, was Gott mit uns beschenken will. Und wir wollen mal sagen, was wir von das lernen können. Wir wollen mal drehen no Numbers 21, verse 1. How to do them overhead. Das sagt, es steht in 4. Mose 21, Vers 1 sagt, als die Kanaaniter erkenne ich, der in Arad in das Siedland wohnt, dass hier dort die Israeliten auf dem Weg von Atarim waren nur kamen, greift er an und nimmt einige von an Falls. So, die Menschen der Raum, die beobachten das Volk Israel, Gott sein Volk. Und ich sage, das kann ich einmal kicken, die kommen nach Tod nur dran an uns. Ich werde die mal angegriffen. Und das, was er dort, und er nimmt sie als Prisoners. Nimmt die Falls, sie mussten in Gefängnis setzen. Aber nu werden wir kicken in Vers 2, da sagt er, dann mögen die Israeliten den Herrn ein Versprechen sehen. Wenn du das Volk in unser Hand gibst, dann werden wir an ihre Städte den Band durchführen. Englisch sagt, destroy. So, sie mögen erst ein Versprechen. Gott, wenn du uns das Wort in der Macht geben, dann wollen wir so und so tun. Ich und du, wir haben Jesus gesagt, yes, ich will die folgen. Yes, uns jener, der gibt uns an auf verschiedene Wege. Der versucht uns anmutig zu machen. Wir kommen immer weiter drin zu Gott und sagen, ich will die dein.
Diese Männer, die werden samt festgenommen, aber das Volk Israel, das kommt taub aus der Gemeinde und geben Gott ein Versprechen. Wenn das so was sein, dann wollen wir das tun. Das ist, was wir wollen tun. Wir wollen das Volk utroten. Wir haben uns angegriffen, haben samt von unseren Menschen mitgenommen, festgenommen. Und dann in Vers 3 sagt es, und der Herr erhielt die Israeliten ihr Gebet und gab die Kanaaniten ihre Hänge und sie führten den Bond durch und vernichteten damit ihre Städte taub. Durch wen kriegt die Gegend den Namen Harma. So hier sehen wir nun das Volk, was Gott gefragt hat um sich. Und Gott hat in sich gegeben. Und sie sind nun das Volk, kann mir so feststellen, mutig. Gott hat gehört, Gott hat uns weitenloten, dass er uns beistanden. Nun sind wir drei, wir haben gesungen. Und nun sagt Gott, nun move wieder. Nu har je hier so weit getan, als je kan, dat wat je zo doen, wat je versprochen had te doen, nu gaat een stap wieder. Und dann in Vers 4 sagt es, dann reisen sie vom Berg hoch nur die Richtung zum Schaltmeer, dort sie ran der Edomiter erlohnt gingen, aber das Volk wird auf dem Weg verdrisslich. Gerutzt hatten sie gesehen, wo Gott ihr Gebet erhören wird, wo Gott enthalten wird. Und ich kann mir nicht anders feststellen, dass sie wären froh, eine Erfahrung gemerkt haben, wo sie wussten, wo Gott dahinter stand. Und dann sagt Gott, nun ist es angehend, nicht wir wieder moven, und dann werden sie verdrisslich. Woran rammt das Land gehen? Woran nicht eten? Und so, werden wir mal wieder lesen in Vers 5. Und redet gegen Gott und gegen Moses. Oh, gegen Gott wird wir nicht reden. Gegen Menschen, dort kann auch mal passieren, aber gegen Gott wird wir nicht reden. Warum habt ihr uns aus Ägypten gebracht, dass wir in der Wildnis sterben? Hier ist kein Brot oder Wasser, und das praste Eten ekelt uns. So nu werden Dinge, die nicht so werden, als das interessiert, und sie werden gegen Gott. Sie werden gegen die Lehrer. Sie drehen sich die Wehr. Vers 6. Dann checkte der Herr Dalle, Jeff geschlagen, mangt das Volk, dass die Menschen beiten und dass viele Israeliten starben. So, Gott hat ihr Sieg gegeben, nicht checkt er schlagen. Wovon? Weil sie werden unzufrieden, sie werden anmutig. Ich kann du beleben verschiedene Dinge in uns Leben, was uns gegen uns Fleisch ist, was uns anmachlich sind. Und habe ich mal Zeit genommen, in dem Moment zu denken, wo wir acten oder wo unsere Gedanken gehen. Sind die danach so, als hier sind wir, Gott, du hast gegeben, dein Name soll hochgehoben, oder sei wie die Obstacles, die rückstecken, die uns anmachlich sind an uns Fleisch. Das Volk Israel hat gesehen, wo Gott ihn bestanden hat, wo Gott ihn gesegnet hat, wo Gott ihn gehalten hat. Und Gott sagt, nu ist es Zeit wieder zu moven und dann fangen sie an, gegen Gott zu sein, gegen zu reden. Wir wollen dort eigentlich immer klar haben, gegen Gott würden wir nicht reden. Dort haben wir gelernt, das tun wir nicht. Aber John sagt, Jesus, wenn ihr gegen den Bruder schlachtet reden, dann dort ist Christus, wenn ihr gegen Gott reden. So, und dort denken wir manchmal nicht klar genug eben an der Zeit, wenn uns das Leben ein bisschen schwerer fallen wird. Gott checkt hier, Jeff geschlagen Ernt und der beiden Ernt, und das sagt, dass viele starben. Und so, wir wollen uns das von der auf zwei verschiedene Wege anchecken, was wir aus das lernen können. Hier in Kanada haben wir nicht die Jeff geschlagen, was kommen uns bieten und wo Menschen von sterben dann. Wir dann im Süden haben die Jeff das in der Stadt. Wir haben gesehen, wo Menschen davon angekommen sind. Ein Schulfreund, was ich mal hatte, der krieg gebeten und der starb dann. Und so habe ich mir gehört von seinem Geben, denn hier sagt es, dass Gott schickt Schlangen manche Menschen, für was, wenn sie gehen anwählen.
Sie wären nicht willig, das ab sich zu nehmen, was Gott von ihnen verlangt hat. Sie werden verdrisslich. Sie beschuldigen die Lehrer und sie beschuldigen Gott. Und sie kicken Tränen aus alle Leben, wo sie bei gelebt haben. Und wo göttlich an dort looten, wo sie wären gewasst. Und so, und dann in Vers 7, da sagt er, dann kämen sie nur Moses und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen die geredet haben. Bei den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt, und Moses bet für das Volk. So, aber hier sind wir gewarnt, wenn sie nach Moses gingen und sagen, Gott soll das Absickelte wahrnehmen, oder das, was gegen uns wir wahrnehmen, das wollen wir nur überzeugen, dass in dieser steht, der nimmt Gott das nicht wahr. Er hat viele Stellen genommen, das die Plauen, als das Volk nach Ägypten wir, dann kamen die 10 Plauen, und dann ging Moses in Bett, und dann nahm Gott die Plau dabei. Und dann ging Moses in Bett, und Gott nahm die Plau dabei. Hier wollen wir das sagen, dass Gott das nächste steht. In Vers 8 sagt er, dann sah der Herr zu Moses, merkte eine bronzene Schlange und hängte hoch an eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange ankicken, dann wird er nicht sterben. Vers 9. Da mühte Moses eine bronzene Schlange und hängte hoch ab, und wenn wer von einer Schlange gebeten wird, kickt er die bronzene Schlange an und bleibt leben. So, hier wir eine Bedingung beigekommen. Sie dürfen nicht sterben für dort. Das Jeff und er wirken das, some Schlangen, er Jeff das drastig weit, und some wird vielleicht nicht so weit tun. Aber hier sieht Gott, das wird nicht wahrnehmen, das wird bleiben. Das wird ein Reminder sein, oder das wird something beginnen sein, wo wir immer wollen können abpassen. Aber nu werden wir mal rumdrehen, die Schlange beißt ihn, und sie müssen sterben. Von der an weit wie dort, wenn Sinn geprägt wird und wie dort nicht tachluten kann, das kriegt so aus Jeff eine Person, Jeff von der Schlange eine Person, der Mensch kann nicht lang bleiben, das schafft nicht. Sinn an uns, wenn wir dort praktizieren und nicht dort loten wollen, oder nicht dort loten tun, oder nicht können, dort wird uns auch daran führen, dass wir sterben wollen. Wir sagen das an dem Beispiel sehr klar, dass Gott sagt, ich will die Schlange nicht wahrnehmen, ich will die loten, aber ich will ein Mädel merken, wenn die wollen diese Schlange ankicken, dort wird töten, dass die nicht wollen derben sterben. So ist es auch von der, wenn wir von dem Sinn gebeten sind, das ist nicht, dass wir Matten sterben. Aber wenn wir nicht wollen, Jesus kicken, was das hier symbolisieren das, wenn wir nicht wollen, Jesus kicken, Jesus gehen mit der Sache, dann wollen wir ankommen, so als ein Mann, der von der Schlange gebeten wird. Das ist nicht, dass wir dürfen sterben. Wir dürfen in Jesus gehen und wir können geheilt werden. Wir können als freie Person leben. Wir wissen, dass in der Zeit, wo wir leben, sind so sehr viele Gelegenheiten, wo uns Druck zu holen, dass wir nicht really nachdenken, was an uns Leben alles vergeht. Und ich glaube, wir können in dieser Geschichte klar lernen, dass wir leben in einer Zeit, wo wir angegriffen werden, wo uns verschiedene Dinge können ankommen, aber wir haben Jesus, wo wir können hingehen mit all unseren Lasten, was uns drecken tun, was uns schwer sind, was uns passiert ist, was uns verleidlich hat, oder wo wir sind glücklich gewesen, oder was immer das ist, wir können mit Jesus gehen. Wir weiten aus der Schlange einfach verführen, dann sieht Gott dort, und der Früh wurde nach dem Sommer abkommen, wird die Schlange wurde den Kopf wegklingt. Und hier ist eine Wildnis, dass Gott dort war symbolieren, ein Denken haben. Das ist noch ein Kommen, das wird noch kommen. Die können nicht verloren, da wird dann und Gordon sein, dort wird noch kommen. Und so, wir können hier sagen, dass der wer gebeten wird, der darf nicht sterben. Wir alle sind gebeten worden von der Sinn. Wir dürfen nicht verloren gehen. Aber wenn wir nicht wollen gehen und kicken nach Jesus und gehen nach Jesus mit alles, dann wollen wir sterben. So aus den Menschen dann in der Wildnis, die von der Schlange gebeten werden, die dahin gehen und kicken die Schlange an, die bleiben leben. Wir können uns feststellen, dass dann sind so eine Menschen manche was. Excuse me. Sind so eine Menschen manche was, die sagen, was kann dort halten? Bloß man klicken in die Schlange kicken, was kann dort halten? So gibt es von den Menschen, die verbiestert oder versobelt sind in verschiedene Dinge, die können dort nicht
nicht voten, dort an Jesus glauben irgendwas primär. Aber dort ist klar, was ans hier lernen wird. An Jesus glauben, merkt uns Fried. Sagt, wer nur die Schlange kicken wollte, darf nicht sterben, wann der gebeten worden ist. Und mir gibt das sehr viel Licht von ihnen war. Wofür hole ich meinen Jesus? Und nu werden wir naar den nächsten Punkt gehen. Wenn wir Jesus Gott sind, dann können wir uns nicht verstärken, manche Menschen. Wir wissen, dass als Jesus gekreuzigt wird, Petrus, als Jezus eier gekreuzigt wird, dann wird Petrus sagen, Bruder, ich will mit die mitgehen, wo immer der Kass, wo immer die Hand ist, ich will mit die mitgehen. Haben wir sich sehr entschieden, ich will folgen. Und wir wissen, dass Jesus sagte Petrus zu all, du wirst von der probably mich noch verlieren. Du wirst nicht dazu tun. Aber Petrus will sich sehr einig. Und wir weiten die Geschichte. Wir wollen es mal drehen, Matthew 26, Vers 73. Sagt es, und Stote kam die, wo du stunden und sagte Petrus, du bist sicher auch einer von denen, willst deine Sprache verraten. Vers 74. Dann fing er an zu fliegen und zu schweren, ich kann ihn mal nicht. Und Fuß darauf kreide Hund. So, wenn ich und du mit Jesus gelebt haben, und wir bekannt sind mit das, und wir uns dann angelassen haben, wenn wir mit Menschen sind, die anders leben, die vielleicht Gott nicht kennen, die wollen uns erkennen und uns reden. Wenn der uns nicht erkennen und uns reden, dann sollen wir uns fragen, was ist passiert mit mir? Oder warum erkennen die mich nicht manchmal? Wo ist mein Reden? Stimmt mein Lebensstil manchmal mit dem, was Jesus kreuzigen will? Stimmt mein Leben mit dem Top? Oder woher wollen die mich manchmal nicht an? Petrus wieder manchmal, und er hat klar, ich will das nicht antworten lassen, dass ich Jesus kann. Wir können sagen, haben wir vertwiebelt, all das, was wir fähig sind, haben wir anmutig oder nicht anmutig, haben wir sich nicht mehr klar, was jetzt alles wäre. Haben wir aber nicht richtig, was mit Jesus passieren würde, und er sagt, ich kann ihn nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Jesus hat ihm gesagt, der Hund wird krähen, aber dann was wir dreimal verloren haben. Und dann Vers 75, da sagt er, dann doch Petrus an der Wehr, der Jesus zu ihm gesagt hat. Euer der Hund krähen wird, was die dreimal von mir losgesagt haben, dann ging er raus und hielt betterlich. Ich glaube, das kann passieren, dass wir manche Menschen wollen sein und dass wir uns auf einmal selbst wollen können. Wow, du hast eine Gelegenheit, das antworten zu lassen, dass ich mit Jesus ein Typ war. Und ich will sterben. Hielt wir dann auch so aus Petrus Zeit, oder gebe dir was am Rahmen, dass die sind dort nicht mal angeworden, dass ich an Jesus glauben will. Oder, scheint, dass die mir nicht was Treon gesagt haben. Wenn wir denken an Paulus sein Leben, Petrus, viele Apostel, meiste alle, sie reden so dries von, dass Jesus Herr war, dass sie haben Schach gekriegt, sie haben Wirdjen angekriegt, sie haben viel missleden durch dort, aber sie geben nicht ab. Ich und du, wir leben von der an in einer freien Welt, wo wir die Wahlen haben, wo wir können reden, so wir wollen, wo wir können frei sein und von dem Evangelium reden. Dort antworten lassen, dass ich und du sind mit Jesus gemacht. Wollen die Menschen dort an? Das ist eine Frau, wo wir uns selbst Frauen kennen. Wollen die Menschen dort an? Petrus wird Mann, und er sagt, er kann Jesus nicht, aber die weisen immer waran Finger, deine Sprache, das verrät. So als du reden, das verrät. Petrus hat sich all Dinge angewandt, gelehrt, und die Zeit hat wir mit Jesus gemacht. Nu wird die Zeit, wo er nicht näher weiß, wo er war, und das alles so durcheinander war, aber dort, was er gelehrt hat von Jesus, dort ging mit am Meer. Und ich wünsche, dass dort, was ich von Jesus gelehrt habe, dort würde auch mitgehen mit uns. Petrus war auf einmal an, der Hund kriegt, und dann fallen bei, was Jesus gesagt hat. Wo er mitgerannt, er hat Dinge gesagt, was er weiß, was arg wird. Probably hast du auch irgendwo einen Hund, was er krähen hat und sagt, dort, was du siehst, oder dort, was du hast mitgenommen, oder dort, was du noch liegen hast,
dat fehlt ab te klären. Du fehlt even Buße te doen. Als de Hund gekriegt hat, Petrus wist ganz genau, was passiert wäre. Und ich wünsche, dass wir können aufmerksam sein. Und der Heilige Jesus, du, wo uns immer weiter was denken haben, dass wir können aufmerksam sein, dass wir keine reine Person sein, um mit Jesus in Frieden zu leben. Und um zu begegnen, wo immer er ist, wann immer er was kommt, dass wir können mit Frieden entgegengehen. Mit Frieden entgegengehen. Und dann der dritte Punkt ist, sind wir Jesus Gott. Das ist, wo Petrus noch mehr gegangen wird, trägt nur sein Fashion. Und Jesus kommt daheim, ein tätig Smart, wo sie danach eben geschafft haben. Und hat durch ein Frühstück verehrt. Und was immer danach alles verging, aber dann in John 21, Vers 15, sagt es, als sie erst gegeten haben, sagt Petrus zu Simon Petrus. Sagt Jesus zu Simon Petrus. Simon, Jona, ist deine Leib zu mir gratis als der andere Ehre? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagt, dann werden meine Lämmer. Dann denkt nicht bloß an die selbst. Und ich glaube, wenn wir das falsch hier nicht würden, den wir nehmen, dass Jesus fragt, dass du mir da gleich als dieser andere Jünger. Ich glaube nicht, dass dort ist, was Jesus hier verhandelt. Ich glaube, was Jesus hier verhandelt ist, Petrus, bist du mir mehr wert als diese Fischerie oder diese Arbeit, die du hier hast? Bist du mir gut, Dollar als das Gerätschaft du? Weißt du, wenn wir würden denken an, dass Jesus wird fragen, als er am Gouda wie als der andere Jünger, dann würde sich das hören, dass er tragt Petrus ein Pferd der andere Jünger. Und wir wissen aber, dass ab einer anderen Stelle sagt, dass Jesus als den Johannes Gott. Und das ich habe aber nicht sagen, dass er das irgendwo zu Petrus gesagt hat. So, dass das top stemmen kann, dann glaube ich erst dem, weil dass er fragen, dass gleichst du mir Dollar aus dieser Fischerie oder diese Fischer oder das alles. Wenn du mir Dollar gleichst, dann diese Arbeit, was ich dir abgebe. Denk nicht bloß an dich selbst, aber denk auch an die anderen, was daran die sind. Ein junger Mann von seiner Insel, wo das dann gleich erst, weiß ich nicht, wird mal nach Amerika geschickt und er soll auslehren als ein Evangelist, manch seine Menschen schaffen. Und als er so in der Zeit ist, was er lernt, dass er englische Sprache noch ein bisschen Abend, aber er meint es ernst und er versucht zu lernen und will Sicherheit merken, sein Fall mehr von Jesus vertellen. Und an der Zeit dann begegnet, als er mit vielen Menschen tut, und an einem Tag wird ein bisschen Spaß gemerkt, der war an. Und dort sein Englisch nicht besser ist, und was halt mal ist oder so. Und dann sagt er ganz frei, ich bin ein armer Herdenjung. Ich kann nicht viel Geld, ich kann nicht viel. Aber dort ist ein anderer Wert, sagt er, dort ist mir nicht wichtig. Eins ist mir wichtig. Wenn Jesus mich fragen wird, als ich am Glauben da, dann glaube ich, wo ich kann sagen, jo, ich da. Und dann dreht er sich in der Versammlung und fragt er, how about je? Wenn Jesus kommt, wird fragen, gleich je an Dollar als alle anderen? Ich glaube, ich kann sagen, ich gleich an der Tollste. Und ich bin besorgt, dass ich kann für Menschen durch sein und nicht für mich selbst. Diese Frau, die hat die Tauhärke so viel bewegt, dass sie nicht mehr schlucken können. Aber sie klar gemerkt haben, dass bei ihnen auch something fehlen. Gleich ich Jesus Dollar als alle anderen. Ein alter Mann, ein 90-jähriger Mann, wird mal gefragt, als er Jesus Gott wird. Und dann checkt er so freundlich und sagt, yes. Aber ich weiß noch was Besseres als dort. Und er gibt euch kurz eine Antwort, aber er sagt, ich weiß noch was Besseres als dort. Ich bin Jesus Gott, aber ich weiß noch was Besseres. Jesus ist mir auch Gott. Nicht bloß, dass ich Jesus Gott bin, aber Jesus ist mir Gott. Und dort ist noch viel mehr wert, dass wir wissen, dass Jesus
weit wie ich sein, und er gleich mir, so sei er als ich angleichen da. Das ist nicht ein einsiediges, das ist ein zweisiediger Wahrheit. Vers 16 in John 21 sagt es, er sagt noch einmal zu ihm, Simon, Jonah, bist du mir Gott? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagt zu ihm, werd meine Schub. Ein anderer wird sagt, dann check nicht bloß für dich selbst, aber check, was haben die verjährt und halb die Menschen, wo die halten kannst. Aber die Frau, die zu Petrus kam, bist du mir Gott? Und die Frau kann wir uns von der uns selbst auch fragen, bist du Jesus Gott? Ist die dort, was wird, was Jesus getan hat? Ist dort für die, was nicht so, naja, das ist Jesus wieder in der Kirche kann, oder was immer. Jesus fragt Petrus hier in Vers 17 zum dritten Mal und sagt, das steht. Dann sagt Jesus das dritte Mal zu Simon, Jonah, bist du mir Gott? Petrus war ganz traurig, dass Jesus am dritten Mal früh, ob er am Gott wäre. Er sagte am Herr, du weißt am alles an. Und du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagte am, werd meine Schub. Ein anderer wird wahr. Wenn das ist, dann denkt er an, dass noch mehr Menschen in Need sind, wo wir mehr halten können. Die Frau rangedreht nach mir und die, bist du Jesus Gott? Sind ich Jesus Gott? Wann? Wo sind meine Augen angedreht? Was soll ich an mir? Bloß für mich selbst, oder soll ich das abgehen, was Jesus hier sagen wird? Vers 18. Ich sage dir die Wahrheit, als du jünger wirst, bringst du dir selbst deine Kleider an und gingst hin, wo du hin wirst. Aber wenn du älter wirst du daheim uitstrecken und die Worte andra, das Guard anholen und die, wo handführen, wo du nicht hin wirst. Sein eigen die Leute, mans, an diese Lehre Handstelle. Jesus sagte Petrus, in dein Leben wirst du nicht mehr selbst meistern. Du war ein anderer sein, ein anderer wird sagen, ich war die Leiden, durch den Heiligen Jesus war ich die Leiden, wo du gehen sollst. Du sind Menschen, die der Haupt fehlen hat. Du sind Menschen, die an die fehlen hat. Und ich habe mit dir gewählt, dass du sollst gehen und mitteilen, was du hast von mir gekriegt. Wenn du hast mir versprochen, du hast mir dreimal gesagt, dass du wirst mir Gott, dann ist das deine Abgabe. Hat Jesus mir und die auch alle gefragt, was wir am Gott sind? Hat er uns eine Abgabe gegeben? Wann? Dann wird Gott sein, wenn wir uns dann kämmern reden. Und dann dass ich das zu der schicken, dann bums hat mich ganz eindeutig der Hort, wenn Frauen, die dann einladen kommen, wo er nicht mehr weiß, wo er soll verantworten geben. Was er kriegt soll tun. Gott hat die Abgabe gegeben, aber wo ich das tun? Und so ist es wie alle. Gott gibt in jeder eine Abgabe, und das meint nicht unbedingt overseas for and something down. No, das meint, wo immer wir reachable sein, kriegt so Petrus. Wo immer wir, das wo er soll checken, und das hat er mir in dir gegeben. Du wo und du sein, das wo wir checken sollen, was wir tun können. Vers 19 sagt, das sagt er am Unterdienen, der ich Wort für einen Tod, Gott verherrlichen wird. Merkt ihr, was er sagt? Der Wort von einem Tod, Petrus, Gott verherrlichen wird. So, nicht bloß hier müsste arbeiten gehen und Menschen haben. No, Jesus sagt ihm, die wird noch mal krank so gekriegt worden als mir. Petrus, der fragt dann, das ist was du hast, fragt er, ich sehe, dass nicht wird so aus mir heiland. Dreht mir über den Kopf und kriegt sich mir da den Weg. Und das wird mir dann passieren. Und dann werden wir noch ein paar andere Versen lesen, wo wir uns kennen und something lernen. Und sagt in John 13, Vers 34, ich gebe ihnen ein neues Gebot. Und was ist das Gebot? Je sollen untereinander Gott sein und krieg so, als ich ihnen Gott gewesen sein. Nicht so, als wir uns untereinander, aber so Gott, als Jesus mir und die wir. Er nahm mir und die an, so als wir. Voll Sünden. Was immer wir alles mit hatten. Wo wir mussten über Buße tun. Aber Jesus nahm uns an. So gut wie er uns. Wir dürfen nicht verloren gehen. Er nahm das verlorene Zustand, nahm er ab sich und sagte, du kannst frei gehen.
En hier sagt hij, dit is dat gebod dat wie dort uren anders dort worden doen. En wo wij, dan zegt hij, zo zal je ook in een ander leven. En dan in vers 35, dan zegt hij, wanneer je zo dort worden goed zijn, wat dan? Dan worden de mensen ram ons, wat deze klaarheid niet in ihr leven hebben. Die worden zijn en die worden non-getrokken worden. Want deze leven en ons wat werken, die en ons wat leven. En dat is mijn wens en gebed, dat we worden dit ons amzeg meer denken houden. Wat van de leven zal ik te mijn broer of te mijn zuster gaan, omdat mijn noba wat nog niet Jezus kent, dat hij wordt getrokken worden. Ik kan begevingen vertellen, wo ik dat gezien heb, wat het deed, want we bloß niet unbedingt immer jeder denkt, wat we van anderen doen betoeld nemen, wat dat aan andere mensen deed. Dat meint nicht, dass wir nicht immer sollen in Sand schaffen. Das ist nicht, was ich meine. Aber wenn wir keine Menschen zu check haben und nicht jeder mal Geld treffen, dort ist, wo auf einmal eine der aufgeht, dass er wieder denken kann. Wenn wir das Gleiche tun, als alle anderen Menschen tun, für jeder Denk betont nehmen, das ist die Welt auch das und das ist das Rand. Aber mit dem soll nicht sein, nun soll wir immer für alle, jedem einen in Sand schaffen. Wir sollen die Gelegenheit sehen und Gott sehen, es lohnt in uns wirken, wo wir auf einmal würden sagen, no, das ist gut. Ich will die bloß meine Leute beweisen. Das ist, was Gott von uns verlangen hat. So sind wir Jesus gut. 1 Corinthians 16, Vers 22 sagt es, wer unseren Herrn nicht gut ist, stellt sich unter einen Fluch. Im Englischen sagt es, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Dit is keiner von uns, was dort will sein. Keiner von uns will accursed haben von irgendwas. Wir alle wollen das Sehen von Gott beleben. Das ist uns Verlangen. Und das ist nicht bloß uns Verlangen, das ist Gott sein Verlangen, uns zu geben, dass wir können eine glückliche Familie sein. So, wir sagen hier in dieser Geschichte, dass Gott erhört Gebet, er gibt die Kraft der Brücke, den Kampf zu gewinnen, er fordert something von uns, wir werden anmutig, Gott muss uns strafen, dass wir Tränen andrehen. Gott sagt, ich will die Strafe lassen, aber ich will ihnen frei machen, dass sie nicht sterben und ihr dort ankommen. Ich will einen Weg schaffen, dass sie als freie Person leben, wenn du auch alle Sachen an uns ankommen, was uns können zum Tod verursachen. Gott sagt, hier, kick dir nur, gleich dort, und sie wollen gerat sein. So, wenn wir das tun, dann sagen wir, was Gott von der Leibhaft ans Menschen, dann fragt mich in die, do you love me? Do you really love me? If so, then take care of the people around. Wir haben Abstunde beten, wird passen das. Vater im Himmel, wir kommen vor dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns gut bist. Und wir danken dir auch, dass du uns sometimes dich bekommst und Frauen lässt, als wir dir gut sind. Und Vater, wir alle würden gleich ein Jote sein. Und wir alle würden Jo sein. Aber Vater, würden wir auch Jo sein, zu der Abgabe, was uns gefordert wird. Vater, ich freue, dass du uns wirst unsere harten Briefen und uns unser Segen und uns wiesen, wo wir Dinge zu ändern haben. Und dass wir können mit Frieden die Dinge ändern und gehen zu dir sein. Jo, du weißt, dass wir die gut sind. Und am Ende von uns Leben würden wir sagen, Herr, wir haben versagt, das Beste, was wir können. Und das meiste Gesag an dein Wort, so zu leben, als du von uns verlangen willst. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich freue mich, Vater, wirst du diese Versammlung segnen, wirst du in jedem einen nur sein und Weisheit geben, rechte Entscheidungen zu treffen im Leben. Wo immer wir Menschen sind, dass wir wollen kennen und Licht sein, dass sie wollen angetroffen worden. Damit das kann passieren, was du von uns weißt. Vater, wir danken dir für jede eine, der hier ist und Frauen, an deine Leitung und an deine Führung. In Jesus' Namen. Amen.